Hast du Schmerzen in der Leistengegend? In diesem Video erkläre ich dir die Hauptursache für Beschwerden an der Leiste. Und wenn es muskulär ist, ist es nicht immer die Adduktoren. Und ich zeige dir, wie du herausfinden kannst, welcher Muskel dafür verantwortlich sein kann für deine Beschwerden. Beschwerden in der Leistengegend, das heißt die inneren Seite von der Hüfte, sind häufig ein Indikator dazu, dass es entweder mit dem Gelenk selber, das heißt Arthrosis oder Osteoarthritis sein kann. Osteoarthritis ist eine akute Entzündung vom Gelenkfläche. Beschwerden, die an dem Gelenk sind, verursachen meistens Schmerzen auch nachts, wenn du keine Belastung drauf hast. Osteoarthrose oder die Arthrose von der Hüfte hat das erste Zeichen eine Einschränkung von der Innenrotation, das heißt das nach innen drehen von der Hüfte. Diese Bewegung würde für dich als erstes eingeschränkt sein, wenn du eine Arthrose an der Hüfte hast. Des Weiteren kann auch eine Hernie oder ein Leistenbruch Schmerzen in der inneren Seite von der Hüfte verursachen. Diese Schmerzen verstärken sich, beziehungsweise man kann auch eine Erhebung in der Region sehen, wenn du den Druck in den Bauch erhöhst. Einen einfachen Test, um zu gucken, ob du einen Leistenbruch eventuell hast, ist es, dass du Kraft machst in den Bauchraum, zum Beispiel indem du hustest und dabei die Region ertastet. Wenn dir entgegen deiner Finger eine Beule kommt, dann wäre das ein Indikator dazu, dass es eventuell etwas mit der Hernie zu tun haben könnte. Ein Hinweis dafür, dass du eventuell mit einer Hernie zu tun hast, wäre dann diesen Test. Du versuchst den Druck in den Bauchbereich zu erhöhen, indem du gegen deine Hand mit geschlossenem Mund hustest. Mit der anderen Hand gehst du in den Bereich, wo du deine Beschwerden jetzt hast, und dann versuchst du den Druck in den Bauchbereich zu erhöhen. Dadurch, dass der Druck im Bauchbereich sich erhöht, wenn du einen Leistenbruch hättest, würde eine Vorwölbung in der Leistengegend zu spüren sein. Falls diesen Test bei dir positiv ist, solltest du es am besten mit dem Arzt abklären, um zu gucken, ob da weitere Interventionen notwendig sind. Eine weitere Ursache für Schmerzen in den inneren Bereich der Hüfte könnte ein Impingement-Syndrom sein. Impingement-Syndrom heißt, dass die Überdeckung von dem Femurkopf, das heißt die Hüpfkopf und die Pfanne nicht optimal ist. Und durch diese anatomische Fehlhaltung entstehen zu starke Druckpunkte. Diese beiden Testen sind Hinweise dafür, dass du eventuell mit einem Impingement-Syndrom zu tun hast. Schmerzen, die wegen einem Impingement-Syndrom kommen, können hauptsächlich durch eine Kombination von 3 unterschiedlichen Bewegungen ausgelöst sein. Die erste Kombination ist, wenn du jetzt oder jemand passiv, das heißt von extern, die Hüfte gebeugt wird, dann nach innen gebracht wird und dann die Oberschenkel auch nach innen gedreht wird. Durch diese Kombi von Flexion, Adduktion und Innenrotation können Schmerzen wegen einem Impingement-Syndrom ausgelöst werden. Ebenso können auch Schmerzen ausgelöst werden bei einem Impingement-Syndrom durch eine Flexion der Hüfte, das heißt eine Beugung. Dann wird die Hüfte nach außen gebracht und zusätzlich nach außen gedreht. Auch hier, wenn du mit einem Impingement-Syndrom zu tun hast, würden die Schmerzen in der Leistengegend ausgelöst werden. Ein Impingement-Syndrom ist ja, wie ich davor gesagt habe, dass die Überdeckung von der Hüftpfanne und den Hüftknochen nicht optimal ist. Im idealen Fall würde der Hüftknochen so eine kleine Vorwölbung zeigen und dann wie ein Kugelgelenk oben sein und die Hüftpfanne, die würde das perfekt überdecken. Bei manchen Patienten ist es so, dass diese Einkerbung, dass diese Wölbung nicht vorhanden ist. Deswegen, wenn die Hüfte nach oben gebracht wird, stoßt es gegen die Pfanne.
Die zweite Möglichkeit ist, dass die Pfanne selber zu groß ist oder die Überdeckung zu groß ist. Und auch da würde dann die Überdeckung sofort über den Hüftknochen stoßen. Wenn das denn vorhanden ist, spricht man dann von einem Impingement-Syndrom. Und jetzt kommen wir zu den 3 häufigsten Ursachen für Beschwerden in der Leistengegend. Das erste ist eine Pubalgie. Eine Pubalgie heißt, dass deine Schmerzen nicht unbedingt in der Leiste innen sind, sondern ein bisschen weiter zur Körpermitte, an den Schambeinflügel. Diese Beschwerden oder beziehungsweise eine Pubalgie ist nur ein Symptom. Und der entsteht, weil der Bereich zwischen die Schambeinflügel instabil ist oder überbelastet. Es kommt sehr häufig vor, vor allem bei Fußballspielen oder bei Aktivitäten, wo man lange eine Seite überlastet im Vergleich zu der anderen Seite. Die Beschwerden bei einer Pubalgie entstehen hauptsächlich, wenn du in einseitiger Belastung bist. Und du kannst die Beschwerden dann auslösen, wenn du zum Beispiel auf ein Bein stehst. Dadurch entstehen Scherkräfte, das heißt, auf ein Bein musst du jetzt stabilisieren und durch diese Instabilität oder die Überbelastung würden dann Schmerzen ausgelöst werden auf der inneren Seite. Besonders schmerzhaft ist außerdem Treppensteigen oder in die Hocker zu gehen auf ein Bein. Und nicht zuletzt sind die Hauptverursacher von Schmerzen in der Leistengegend die Muskulatur. Einmal der Muskeladduktor, vor allem der Adduktor longus, und das zweite ist die Hüftbeuge, der Psoas, der Iliopsoas. Um herauszufinden, welcher Muskel genau deine Beschwerden verursacht, kannst du einen ganz einfachen Test anwenden. Und zwar, das Bein, wo du Beschwerden hast, wird jetzt halt nach außen gebracht und Schmerzen, die auf der inneren Seite der Leiste sind, meistens sehr punktuell. Da hältst du jetzt deine Hand und jetzt sollte der Patient oder derjenige eine Kraft machen, um das Bein zu schließen. Und mit der anderen Hand wird ein Widerstand gegeben. Jetzt versuchst du das Bein reinzubringen. Und wenn du jetzt punktuell auf der inneren Seite der Hüfte Beschwerden hast, ist es häufig der Adduktor longus. Auf der anderen Seite den Iliopsoas kannst du dabei irritieren oder dabei ärgern, wenn du jetzt von der Hüfte her eine Beugung machst. Und der Iliopsoas ist ein bisschen mehr auf der Außenkante. Das heißt, ein bisschen mehr lateral nach außen hin. Das Bein wird jetzt in der Beugung gebracht. Wichtig dabei ist, dass es fest ist und dass der Patient oder derjenige das Bein nicht weiter beugen kann. Und jetzt bringst du dein Bein nach oben zu dir hin. Beugst du an und dagegen halten. Wenn bei dieser Anspannung Schmerzen ausgelöst werden, dann sind nicht die Adduktoren die Täter von deinen Schmerzen, sondern ihr, der Hüftbeuger. Und? Hast du den Test ausprobiert? Was löst denn deine Schmerzen aus? Lass mir unten in den Kommentaren, wie war deine Erfahrung? Und als nächstes folgt jetzt ein Video zur Behandlung von Adduktorenschmerzen. Was du genau machen kannst, wenn die Adduktoren die Ursachen für deine Beschwerden sind. Ich freue mich auf dich bei dem nächsten Video. Tschüss!